Das ist tatsächlich sehr rational und effizient. Mensch, oh Mann, Scheiße, beschweren sich Deutsche zu viel? Deshalb habe ich manchmal das Gefühl, in Deutschland scheint für alles die Lösung zu sein. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Ich lebe in Deutschland und manche Dinge hier sind wirklich interessant. Heute zeige ich euch 5 deutsche Gewohnheiten, die Japaner richtig seltsam finden. Lasst gern ein Abo, Like und Hype da und los geht's. Nummer 1. Tee. In Deutschland ist es ganz normal, wenn man krank ist, sofort Tee trinken. Halsschmerzen? Tee. Kannst du nicht einschlafen? Tee. Fieber? Natürlich auch Tee. In Deutschland gibt es viele verschiedene Teesorten. Neben den üblichen Früchtetees, die man einfach zum Genuss trinkt, gibt es auch sogenannte Arzneitees, pflanzliche Medikamente zur Vorbeugung, Linderung oder Heilung von Beschwerden, die strengen arzneilichen Vorschriften unterliegen und oft in Drogerien verkauft werden. Zum Beispiel bei Halskratzen oder Halsschmerzen, Hals- und Rachentee. Bei Husten und Bronchioltee oder Hustenlösertee. Bei Erkältung, Erkältungstee. Bei Unruhe oder Schlafproblemen, Beruhigungstee oder Schlaf- und Nerventee. Und das Beste, die meisten dieser Tees werden aus Kräutern und anderen Pflanzen hergestellt. Wenn man Fieber hat, hilft es, den Körper durch Wärme zu unterstützen, also ist warmer Tee ohnehin nützlich. In Japan hingegen gibt es sogenannte Kazegusuri, Erkältungsmedikamente, die man bei typischen Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Schnupfen nimmt. Die Behandlung erfolgt meist mit Medikamenten und Energiedrinks, um die Symptome zu lindern. Zwar gibt es auch traditionelle chinesische Medizin, Kampo, aber Tee zur Heilung einer Erkältung zu trinken ist in Japan unüblich. Deshalb sind Japaner, die das erste Mal in Deutschland krank werden, oft überrascht. Vor allem, wenn sie arbeiten, da denkt man schnell, ich habe keine Zeit, mich mit Tee auszukurieren. Bei Fieber nehmen die meisten sofort Fiebermittel. Die Grundregeln bei einer Erkältung, ausreichend Schlaf, viel Ruhe und viel Trinken, gelten jedoch auch hier. Im Vergleich zu Deutschland greifen Japaner aber wesentlich schneller zu Medikamenten. Deshalb findet man in japanischen Drogerien nicht nur Erkältungsmedikamente, sondern auch Mittel gegen Nasennebenhöhlenentzündung, Verstopfung und viele andere Beschwerden. Häufig ist auch eine Apotheke, Yakyoku, in der Drogerie integriert, in der rezeptpflichtige Medikamente ausgegeben werden. Diese werden ausschließlich von qualifizierten Apothekern verschrieben. Einfach gesagt, die in Japan verkauften Medikamente werden in 3 Klassen unterteilt. 1. bis 3. Klasse. Wobei die 1. Klasse besonders vorsichtig gehandhabt werden muss, da hier ein höheres Risiko für Nebenwirkungen besteht. Die 2. und 3. Klasse dürfen unter Aufsicht eines registrierten Verkäufers oder Apothekers verkauft werden. Übrigens, ich selbst besitze diese Qualifikation als registrierter Verkäufer Toroku Hanbaisha auf Japanisch. Während meines Studiums in Japan habe ich sie nebenbei erworben aus Interesse. In Deutschland ist die PTA wahrscheinlich die am ehesten vergleichbare Qualifikation, aber ganz gleich ist sie nicht. Grundsätzlich ist es in Deutschland üblich, Medikamente in der Apotheke zu kaufen, während man sie in Japan entweder in Drogerien oder in Apothekern bekommt. Abgesehen davon setzt Deutschland bei leichten Erkältungen eher auf Naturheilkunde. Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die auf Selbstheilungskräften basieren, wie Homöopathie oder die Kneipptherapie, die vom Gründer des bekannten Badezusatzherstellers Kneipp stammt. Es gibt auch den Beruf des Heilpraktikers, der auf natürliche Heilmethoden spezialisiert ist. In Japan trinken wir ebenfalls Tee, aber nicht unbedingt als Medizin wie in Deutschland. Allerdings enthält japanischer grüner Tee Katechine, eine Art Polyphenol, die starke antioxidative Eigenschaften hat und das Wachstum von Krebszellen hemmen sowie Mutationen verhindern kann. Nicht alle Japaner trinken täglich Tee, aber wenn dann meist grünen Tee, Genmai-cha, Mugicha oder Hojicha. Ansonsten schwarzer Tee, Milchtee oder Zitronentee. Der Genuss dient hier vor allem dem Geschmack, nicht der Heilung.
Deshalb habe ich manchmal das Gefühl, in Deutschland scheint T für alles die Lösung zu sein. Nummer 2. Blaue Kugelschreiber. Eines der Dinge, die mich am Anfang in Deutschland überrascht haben, war die Farbe von Kugelschreiber. Hier ist es ganz normal, mit einem blauen Kugelschreiber zu schreiben, sogar dann, wenn man wichtige Dokumente unterschreibt. Schwarze Schriften werden zwar auch verwendet, aber blaue sieht man meiner Meinung nach deutlich häufiger. In Japan hingegen ist schwarz die Standardfarbe, besonders bei offiziellen Dokumenten, zum Beispiel bei Formularen von Behörden. Als ich also zum ersten Mal in Deutschland ein Dokument unterschreiben sollte und mir ein blauer Kugelschreiber gereicht wurde, war ich ziemlich überrascht. Später habe ich in Deutschland auch eine IHK-Prüfung gemacht und selbst dort musste man seine Antworten mit einem blauen oder schwarzen Schrift schreiben. Ich dachte nur, wow, blau ist hier wirklich völlig in Ordnung. Mit der Zeit habe ich dann den Sinn dahinter verstanden. Blaue Tinte ist praktisch. Sie lässt sich ganz leicht vom gedruckten Text unterscheiden, der ja in der Regel schwarz ist. Bei Formularen, Prüfungen oder Verträgen erkennt man also auf einen Blick, welche Teile handschriftlich hinzugefügt werden. Das ist tatsächlich sehr rational und effizient. Nummer 3. Deutsche lieben Krimis. In Deutschland laufen im Fernsehen ständig Krimis, zum Beispiel Tatort, Polizeiruf 110 und Soko Leipzig. In Japan gibt es auch Krimis, aber nicht so extrem im Alltag. Ich war echt überrascht, wie beliebt das hier ist. Als ich in Leipzig gewohnt habe, habe ich tatsächlich in einem Gebäude gelebt, das manchmal als Drehort für die Krimiserie Soko Leipzig genutzt wurde. Außerdem bin ich oft an Orten vorbeigekommen, an denen gedreht wurde. Filmaufnahmen waren also ganz nah an meinem Alltag. Ich schaue normalerweise kein deutsches Fernsehen, aber bevor mein Kind geboren wurde, lief bei meinen Schwiegereltern oft der Fernseher und dabei wurden sehr häufig Krimis gezeigt. Eigentlich hatte ich sogar das Gefühl, dass fast nur Krimis laufen. Natürlich gibt es auch viele andere Programme wie Talkshows, Tanz- und Musikshows, Kurzsendungen oder Nachrichten. Aber wenn ich an deutsche Serien denke, habe ich persönlich den Eindruck, dass besonders Krimis oder spannende Serien wie Dark auf Netflix sehr beliebt sind. Ich finde das wirklich interessant. In Japan hingegen sind vor allem Liebesdramas sehr beliebt, aber auch medizinische oder familiäre Serien. Natürlich gibt es auch Mystery, Suspense oder Krimi-Serien, aber ich habe den Eindruck, dass es insgesamt mehr verschiedene Genres gibt als in Deutschland. Schaut ihr lieber japanische oder deutsche Serien? Schreibt's gerne in die Kommentare. Nummer 4. Beschwerden im Alltag. Deutsche sagen es oft direkt, wenn sie genervt sind. Und manchmal reden sie sogar einfach mit sich selbst. Mensch, oh Mann, Scheiße, das kann doch nicht sein. So geht das gar nicht. Warum dauert das so lange? Und das oft mit richtig viel Emotion. In Japan gibt es natürlich auch Menschen, die sich beschweren, aber ich habe das Gefühl, dass man im Alltag weniger oft laut über kleine Dinge meckert als in Deutschland. Stattdessen beschweren sich viele Japaner eher über andere Menschen, zum Beispiel über den Chef, Freunde oder den Ehemann. Besonders unter Frauen kommt das häufig vor. Außerdem sind die Japaner es gewohnt, lange zu warten, ob in beliebten Cafés oder bei Attraktionen in Freizeitparks. Wenn es sich lohnt, wartet man einfach geduldig. Deshalb werden kleine Alltagsärgernisse wie zum Beispiel das Warten an der Ampel auch nicht so stark nach außen gezeigt. Natürlich heißt das nicht, dass Japaner sich nicht ärgern. Innerlich sind viele auch schnell genervt, sie zeigen es nur wenig nach außen. Im privaten Umfeld, also mit Familie oder engen Freunden, wird dann aber durchaus auch viel gemeckert. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich deshalb ziemlich überrascht. Einmal habe ich jemanden auf der Straße laut rufen gehört. Scheiße, ich habe schon wieder meine Fahrradschlüssel vergessen. Das kann doch nicht sein. Oder an einer roten Ampel. Warum dauert das so lange? Solche Situationen haben mich am Anfang echt überrascht. Aber ich finde eigentlich nicht, dass es schlecht ist, sich zu beschweren. Im Gegenteil. Ein bisschen meckern wirkt sogar sehr menschlich. Wenn jemand sich gar nie beschwert, kann das auch bedeuten, dass man noch nicht so eng mit dieser Person ist. Oder es wirkt ein bisschen unnahbar. Ich glaube, wie so oft gilt, zu viel ist nicht gut, aber zu wenig auch nicht.
Früher, als ich noch in Japan gelebt habe, gab es eher die Einstellung, dass man sich in der Öffentlichkeit zurückhalten sollte. Wenn jemand einfach so auf der Straße Scheiße gerufen hätte, hätte viele gedacht, okay, der ist ein bisschen komisch und lieber weggeschaut. Man achtet in Japan eher darauf, höflich zu sein, Abstand zu halten und andere nicht zu stören. Deshalb habe ich in Deutschland auch gelernt, meine Gefühle etwas offener zu zeigen. Ich habe das Gefühl, dass hier jeder ein bisschen mehr so sein kann, wie er wirklich ist. Aber manchmal denke ich auch, wegen so einer Kleinigkeit beschweren, kann man das nicht einfach aushalten. Da merke ich dann, dass ich immer noch ein bisschen japanisch denke. Am Ende hängt es natürlich immer von der Person ab. Wenn es einem gut geht, beschwert man sich weniger, egal aus welchem Land man kommt. Und wenn man gestresst ist, hat jeder mal etwas zu meckern. Vielleicht leben Menschen, die ihre Gefühle offen zeigen können, sogar ein bisschen leichter. Was denkt ihr? Beschweren sich Deutsche zu viel? Schreibt es gerne in die Kommentare. Nummer 5. Geburtstagskind. Geburtstage sind in Deutschland aus japanischer Sicht ein ziemlich großes Event. Obwohl es der eigene Geburtstag ist, bereitet man viele Speisen und Kuchen vor, lädt Gäste ein und lässt sich von ihnen feiern. Besonders runde Geburtstage wie der 50 oder 60 werden oft noch viel größer gefeiert. Manchmal findet die Feier zu Hause statt, aber manche mieten auch ein Restaurant oder eine Halle und feiern dort. Und was noch überraschender ist, das Geburtstagskind bringt oft Kuchen oder Muffins mit zur Arbeit. Und zwar nicht für sich selber, sondern für die Kollegen. So ist es in Deutschland üblich, dass das Geburtstagskind anderen etwas ausgibt. In Japan ist es genau umgekehrt. Dort wird man von anderen gefeiert. Das heißt, das Geburtstagskind muss eigentlich nichts zu tun. Familie oder Freunde bereiten Geschenke, Kuchen oder Essen vor. Wenn man seinen Kollegen nichts vom Geburtstag erzählt, passiert auf der Arbeit oft gar nichts. Deshalb kann es für Japaner, die in Deutschland leben, manchmal anstrengend sein, jedes Jahr einen Geburtstag auf die deutsche Weise zu feiern. In Japan werden Geburtstage im Erwachsenenalter meist eher ruhig gefeiert. Man bekommt vielleicht Geschenke, isst mit der Familie Kuchen oder geht etwas Besonderes essen. Man lädt normalerweise keine Gäste ein, daher hat das Geburtstagskind auch keinen großen Aufwand. Nur bei kleinen Kindern ist es ähnlich wie in Deutschland. Da werden manchmal Freunde eingeladen und es wird gefeiert. In dieser Phase haben Eltern auch in Japan etwas mehr Stress. Ich lebe jetzt in Deutschland, aber bisher habe ich meine Geburtstage eher auf japanische Art ruhig verbracht, ohne Gäste einzuladen. Aber ich denke, wenn meine Tochter etwas älter wird, werde ich vielleicht auch Geburtstage auf deutsche Art feiern müssen. Da ich mit einer ganz anderen Geburtstagskultur aufgewachsen bin, habe ich ehrlich gesagt gemischte Gefühle dabei. Einerseits freue ich mich natürlich, wenn Leute für meinen Geburtstag Zeit einplanen und kommen. Andererseits finde ich die Vorbereitung auch ein bisschen anstrengend. Auch als Gast zu einer Geburtstagsfeier eingeladen zu werden, ist zwar schön, aber in Deutschland feiern auch Erwachsene oft groß. Wenn man viele Freunde oder Verwandte hat, wird man entsprechend oft eingeladen, was manchmal auch stressig sein kann. Auf der anderen Seite bieten solche Anlässe vielleicht genau die Möglichkeit, regelmäßig Zeit miteinander zu verbringen. In Japan trifft man seine Familie oft nur zu bestimmten Anlässen wie Obon oder Neujahr. Wenn man nicht in der Nähe wohnt, sieht man sich deutlich seltener als in Deutschland. Auch bei Freunden verändert sich vieles. Durch Heirat oder Kinder verliert man manchmal den Kontakt selbst zu engen Freunden. Und es ist gar nicht so einfach, neue Gelegenheiten zum Treffen zu schaffen. In diesem Sinne ist die deutsche Geburtstagskultur vielleicht etwas sehr Schönes, weil sie die zwischenmenschlichen Beziehungen besonders wertschätzt. Welche Art Geburtstag zu feiern findet ihr besser, die deutsche oder die japanische? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, das waren 5 deutsche Gewohnheiten, die Japaner seltsam finden. Welche findet ihr am interessantesten oder lustigsten? Und kennt ihr noch andere typische deutsche Dinge? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr nicht mehr Videos rund um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in Deutschland oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。